Hallo liebe Wohnmobilfahrer. Nein, das ist keine Störung, das habe ich so gemacht. Was aber richtig sein wird, dass ihr euren Augen nicht trauen könnt, denn hier ein kleiner Wohnmobilstellplatz, kostenlos und wohl sicher ein absoluter Geheimtipp. Mitten schön am Wasser, am Kanal, kann man fein stehen in Belgien. Ja, und den würde ich euch jetzt gerne zeigen. Übrigens, Fahrradfahren kann man hier auch schön am Kanal. Und wir haben hier wunderschöne, klasse Sonnenuntergänge gesehen. Kommt bitte mit. Hallo ihr Lieben, wir sind schon wieder unterwegs. Wir haben März und ich glaube den 23. montags. Richtig? Blott? Richtig. Die passen dann nicht mehr auf. Ja, wir sind gerade, habt ihr gesehen, in den Niederlanden eingefallen. Wir haben 10:22 Uhr. Ja, wir haben jetzt einen ganz neuen Stellplatz. Die Ulla weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Ich habe die gerade schon gefragt, wo. Die fragt gar nicht. Nee, ich lasse mich, Wurscht. mich überraschen. Ich liebe nämlich Überraschungen. Ah, die Überraschung. Ja gut, dann brauche ich dir das ja überhaupt nicht zu erzählen, bis wir da sind, nicht wahr? Wir Genau. sind auf jeden Fall schon mal in Roermond. Nach 200 Metern links abbiegen auf Kiatstraat. Kiatstraat. Oder links. Oh, Links abbiegen auf Kiatstraat. das ist ja schön. Brücke. Schön, ne, Uli? Aha. Hier, da zeigt die Ulla, Camperplatz die Keeper. Ja gut, das ist ja unser Ziel bei eingegeben, ne? Aber der heißt auch Keeper. Ich nehme an, da vorne sind die. Kann sein, ja. Jetzt Ja, genau, da, ich sehe das Schild. Ah, Ja, okay. genau. da glitzert ja schön das Wasser, ne? Ja, herrlich. Das ist doch fein. Ja, uns gefällt es. Ich blende euch mal die Adresse ein. Passt auf, hier kommt sie. Da, maximal 48 Stunden. Also der Platz, direkt mal dazu gesagt, sehe ich schon, der hat gleich Gefälle für unser Wohnmobil blöd, weil es steht genau zur anderen Seite. So werden wir jetzt schön in der Wasserwaage, will ich damit sagen. Das ist auf jeden Fall Strom. Da ist schon die ganze Infrastruktur am Filmen. Und irgendwie finde ich den sonnigen Platz da hinten irgendwie am schönsten. Ja, ich auch, da auf der Wir Ecke. haben alle Plätze frei, 4 Plätze hat der Platz. Und 48 Stunden darf man stehen. Da, der Keeper. Halt mal drauf. Warte, ich mach hier so. Weil, das könnten wir nehmen, das Thumbnail. Wir nehmen die Kamera, bitte. I can't sleep. I can't sleep until the morning rise. Baby, I can't sleep. Ja, die Juli und ich, wir haben jetzt gerade abgesprochen, wo wir uns hinstellen von den 4 Plätzen. Irgendwie müssen wir uns ja immer eine Wahl treffen. Wir stellen uns direkt hier vorne hin, wir zeigen es euch gleich. Ich halte nochmal einmal die Kamera rum und wir müssen sagen, Uli, ich kann mir vorstellen, dass wir hier übernachten. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Baby, I can't sleep. Auch wenn das da ein bisschen schusselig ist da oder so, aber das juckt uns, also mich jetzt nicht. Dafür ist der Rest hier so schön. Die Brücke, das Wasser, das glitzert so schön. Genau. Und vor allem, es ist ruhig. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Es ist schön ruhig. Den Rest zeige ich euch gleich. Ja, und das war es schon. Kostenlos. In Belgien. Und nicht weit jetzt von unserer Heimat entfernt. Wetter ist auch prima. Ja, so stumm war das nicht. Alles ganz ruhig. Ab und zu kommen nur ein paar Fahrradfahrer. Nebenan hat sich einer hingestellt.
Feinsten hier. Hier kann man noch richtig toll Rad fahren, muss ich sagen. Meine Assistentin Kira hat euch übrigens auch noch was Interessantes über den Kanal zu sagen. Wenn man hier so gemütlich mit dem Fahrrad am Wasser entlang fährt, vergisst man leicht, was eigentlich hinter diesem Kanal steckt. Die Zuid-Willemsvaart ist insgesamt 123 Kilometer lang und bis zu 48 Meter breit. Gebaut wurde sie zwischen 1822 und 1826. Ohne Bagger, ohne Lastwagen, ohne moderne Maschinen. Kira, warte mal eben, guck mal die zwei Hübschen hier. Schön, oder? Die bleiben einfach sitzen. Ja, sorry. So, jetzt aber weiter. Hier links, das ist übrigens ein Denkmal, da ist mal ein Bomber abgestürzt. Werdet ihr alles rausfinden. Tausende Arbeiter mussten dieses gewaltige Bauwerk mit einfachsten Werkzeugen aus dem Boden holen. Wenn man heute hier entlang fährt, ist kaum vorstellbar, welche unglaubliche Arbeitsleistung dahinter steckt. Ja, stimmt. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Innerhalb von 4 Jahren. Eine Wahnsinnsleistung. Hut ab. Und der Zweite Weltkrieg ist auch nicht spurlos an dem Kanal vorbeigegangen. Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin jetzt mal ein paar Meter mit meinem Vize hier gefahren. Schön ohne Akku, macht schlanke Figur. Ja, schon. Ja, jetzt bin ich an so einem Teil hier. Weil ich meine, dass das noch vom Zweiten Weltkrieg ist. Kann sein, muss nicht. Kann tatsächlich ein Brückenpfeiler sein, weil hier so eine Erhöhung ist. Nee, nix Brückenpfeiler. Vielleicht sind euch beim Radfahren entlang der Zuid-Willemsvaart diese kleinen Betonbunker aufgefallen. Die stehen hier nicht zufällig. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg bauten die Belgier entlang des Kanals eine komplette Verteidigungslinie. Der Kanal sollte dabei wie ein riesiger Panzergraben wirken. Und die Bunker waren mit Maschinengewehren bestückt. Das Verrückte, als die Deutschen im Mai 1940 Belgien angriffen, war diese Verteidigungslinie eigentlich genau für diesen Moment gebaut worden. Doch die belgischen Truppen mussten ihre Stellung aufgeben und die deutschen Soldaten erreichten den Kanal bereits am 11. Mai. Heute fährt man hier ganz entspannt mit dem Fahrrad vorbei. Aber diese kleinen Betonbunker erinnern daran, dass dieser idyllische Kanal vor gerade einmal 86 Jahren eine militärische Grenze war. Ja, da gefällt mir der Kanal heutzutage aber viel besser. So sieht übrigens der Platz von der gegenüberliegenden Seite aus. Ich möchte euch aber noch zeigen, wo ihr einkaufen könnt. Also, hier ist Neröteren. Ich bin eine ganze Ecke vom Platz weg. Wie viele Kilometer blende ich nach unten ein? Hier ist auf jeden Fall ein Sparladen. Hier ist auch richtig was los. Da ist eine Burgerbude. Ja, und hier könntet ihr einkaufen. Ich glaube, das ist auch die nächstbeste Möglichkeit, hier irgendwas zu shoppen. Ja, das stimmt. Ich bin dann mit dem Fahrrad wieder zurück nach dem kleinen Städtchen Bre. Bre ist völlig unspektakulär. Das Einzige, was ich hier gesehen habe, war diese schöne kleine Kirche hier. Ich habe gesagt, die Ulla, die soll nicht so weit weglaufen. Und die ist schon wieder in den Niederlanden. Schaut mal, wo die wieder hin ist. Uli! Da ist sie. Weil die Ulla in der Zeit, wo die gelesen hat, wo die gewungen hat, da hat die schon was Schönes gesehen. Nur ein paar Meter weiter vom Platz. Also der Platz ist direkt da vorne, steht unser Wohnmobil. Oh, da kriegen wir schon den nächsten Nachbarn. Und die Uli war hier das Schild am Lesen. Da vorne, unspektakulär. Oh, schaut mal, wie schön hier. Und die hat gesagt, das wäre eine Mühle. Uli. Ja, das ist eine alte Mühle und das ist eine Fischtreppe. Da können dann halt die Fischer flussaufwärts wandern. Das wird die Fischtreppe sein hier. Und das alles nur wenige Meter vom Platz weg. Und die überwinden dann 1,13 Meter. Ist ja ein schöner Hof, oder? Schön sieht das aus. Die Ulla, die kriegt gerade Schnappatmung, weil die hat was Schönes gesehen hier. Wir gehen jetzt mal ein paar Meter. Ja, schaut mal, ein schönes Bienenhotel, Insektenhotel. Schaut mal, wie viele. Die fühlen sich pudelwohl. Das sind richtige Wilde. Ich gehe mal näher dran. Hört ihr das? Sind das die kleinen Röhren, sind das Bambusstöcke? Ja, ne? Direkt hier am Kanal liegt die historische Kieaardmolen, die bereits 1039 erwähnt wurde. Dazu gibt es eine 88 Meter lange Fischtreppe, viele Bienen und einen idyllischen Spazierweg rund um die alte Mühle.
Eine letzte Sache möchte ich euch noch zeigen. Und zwar jetzt im März diese Sonnenuntergänge. Den will ich euch mal gerne zeigen. Ist der nicht der Hammer? Uli, meinst du nicht, dass du da ein bisschen wenig zu trinken rausgeholt hast? Ich denke mal, das reicht für heute Abend. Schaut mal, Leute, wie schön da hinten das Haus. Herrlich, ne? Ist das wohl super, oder? Wir finden den Platz super. Wirklich, hier kannst du so schön entschleunigen, entspannen, immer vom Feinsten. Und stört auch der Knöster nicht, weil alles andere stimmt hier so. Hier ist so schön friedlich. Ja. Ja, mal schön auszuspannen muss mit Wohnmobil nicht immer Geld kosten. Aber ihr wisst das. Wir waren hier 2 wunderbare Nächte. Wir haben hier astrein geschlafen. Ganz ehrlich, war mit mir eine ganze Zeit lang am Hadern, ob ich den Platz überhaupt eingeben soll. Das ist ein wirkliches Schätzchen. Sind ja auch nur 4 Plätze, ne? So, jetzt geht aber auch für das Video die Sonne unter und wenn ihr weiter mit uns reisen wollt und so wunderschöne kleine Plätzchen findet, große Plätzchen, kostenlose Plätzchen, geht bitte auf meinem Kanal, stöbert da ein wenig rum und sucht einfach das Passende für euch aus. Da sind mittlerweile auch in einer Playliste jede Menge kostenlose Plätze. Die Ulla und ich, wir verabschieden uns auf jeden Fall hier und duckern erstmal wieder nach Hause. Leider ist das Video mal wieder zu Ende. Aber wenn ihr weiterhin mit uns reisen wollt und ihr sagt, okay, das gefällt uns, dann lasst doch bitte ein Like da. Oder ihr könnt hier rechts, wo der kleine gelbe Vogel leuchtet, uns abonnieren. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns.